So, was machst du jetzt hier? Ich habe aus dem Film Nightcrawler eine Szene rausgeschnibbelt, die ich gut fand. Zumindest das, was die holde Dame hier sagt. Und können wir uns ja mal anhören. A car crash. Well, none of this is gonna knock anybody out. I can't use any of this in my rundown. Is this it? No, I have a stabbing in Corona. Where's the plane crash at Foothill? I don't mind saying Ich will halt das hauptsächlich, was sie sagt hier zum Beispiel. in Corona. I don't give a goddamn about fucking Corona. You know how important this week is. This shit is fucking death to me. Buh! In Corona. So you want that then? I want you to get in the goddamn game. I want something people can't turn away from. I want what you fucking promised me. Das nehmen wir. Ah ja, das willst du also sozusagen vor dem Drop dann wahrscheinlich. Genau. Und jetzt gucke ich A car halt, crash. was ich halt noch Well, none of rausnehmen this kann. is gonna knock anybody out. Zum Beispiel, none of this is but out. I can't use any of this in my rundown. Rundown brauchen wir nicht. Oh, I have a stabbing in Corona. Where's the plane crash at Foothill? This shit is fucking death to me. I understand your frustration. This shit is fucking death to me. This shit is fucking death to me. So. Jetzt habe ich halt hier die Samples, ne? Well, none of this is gonna knock anybody out. Jetzt machen wir hier Rechtsklick drauf, Make Unique as a Sample. Und dann suche ich mir den Ordner, ja, wo es drin ist. Und dann speichert der das jeweils als einzelnes Sample. Dann habe ich nicht mehr die komplette Spur, die ich nutze. Ah, Müssen wir natürlich die einzelnen Spuren alle hier auf die 6 machen. Da haben wir aber ein bisschen zu viel rausgenommen, nicht wahr? ein bisschen. It's gonna knock anybody out. I don't give a goddamn about fucking Corona. This shit is fucking death. Dead to me. So you want that then? I want you to get in the goddamn game. Warte mal, was ist denn hier denn los? Mensch, Mensch, Mensch. Das wollen wir doch gar nicht. Wie war denn das? So. It's gonna knock anybody out. I don't give a goddamn about fucking Corona. Jetzt machen wir da nochmal einen Sausage-Fetten da drauf. Minimal. It's gonna knock anybody out. I don't give a goddamn about fucking Corona. This shit is fucking. Dann, was ich auch gerne mache, den Timeless. It's gonna knock anybody out. I don't give a goddamn about fucking Corona. This shit is fucking death to me. So you want that then? I want you to get in the goddamn game. I want something. Dezent im Hintergrund plus, mein Favorit natürlich, der Reverb. Den mache ich immer drauf. Vor allem bei Vocals versuche ich schon eigentlich immer Reverb drauf zu hauen im Hintergrund. It's gonna knock anybody out. I don't give a goddamn about fucking Corona. This shit is fucking death to me. So you want that then? I want you to get in the goddamn game. I want something people can't turn away from. I want what you fucking promised me. Fresh. Also, ich hatte vorhin ja ein paar Drumloops gebastelt, aber natürlich, wie man es auch kennt, war dann der Drumloop doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Feierst du nicht, ja? Nee. Ja. Heißt, du baust jetzt die Sounds sind noch dieselben, aber Die Sounds sind dieselben, du baust andere Patterns. genau, aber ich baue jetzt ein bisschen um und schau mal, wo wir dann da landen, ne? Ja, da gucken wir dir doch gerne zu. Das dürft ihr. Also, erstmal, ich will ja triolisch arbeiten, also werde ich jetzt erstmal hier ordentlich triolisch arbeiten. Weil erst wollte ich es ja nicht triolisch, habe mich dann aber doch umentschieden, weil ich einfach finde, dass der Flow im Triolischen viel schöner ist. Mensch, ich krieg doch nicht. Okay,
Okay, Hi-Hat, Kickdrum haben wir jetzt. Es kommt auch manchmal drauf an, es gibt Tage, wo ich alle Drums in einem Pattern mache und dann den ganzen Drumloop hier quasi habe, aber es gibt auch Tage, wo ich einfach, wie jetzt, dann einzeln arbeite. So, nächsten, nehmen wir jetzt die Snare Layer. Gut, haben wir das. Jetzt gibt es noch eine weitere Hi-Hat. Da brauchen wir eine andere, da will ich was anderes haben. Gehen wir nochmal auf die Suche nach einer Open Hi-Hat. Finde ich super. So einfach haben wir das. So. Ja, und hier noch das bearbeitete Vocal Sample von dem Film Nightcrawler, den ich euch auch ans Herz legen kann. Well, none of this is gonna knock anybody out. Genau. Well, none of this is gonna knock anybody out. I don't give a goddamn. Jetzt versuchen wir das einfach mal hier wild zu arrangieren. Jetzt habe ich natürlich die Pattern hier, die will ich ja behalten. Was natürlich auch mal gut ist, FX-Sounds und dies und das, und dann nehmen wir dann einfach ganz simpel Impact-Sounds. Immer gut fürs Intro. Weil der aber zu basslastig ist, packe ich den auf eine Spur und hau da einfach simpel ein Equalizer drauf. Well, none of this is gonna knock anybody out. Da wir uns das noch simpler machen, werden wir jetzt auch einen Atmosphären-Sound hintermachen, wo wir dann später vielleicht noch ein Synthi zu spielen werden. Und dass der jetzt in C ist, ist egal. Mir ja! Okay. Well, none of this is gonna knock anybody out. I don't give a goddamn. Hammer. Ey, das ist so geil. Mann, Mann, Mann. Ich weiß auch jetzt ungefähr, glaube ich, wie ich den Synthi spielen lassen will. Wir gehen einfach mal in den Pattern und suchen uns das, was ich schon hatte. Ich hatte hier halt ein paar, aber die haben mich alle noch nicht so wirklich angesprochen. Ja, nochmal zur Erklärung. Die Sounds, wo kommen die jetzt her? Aus dem Massive. Ich habe einen Track mal produziert mit dem Namen Diagnosis und davon ist dieser Sound.
Und den habe ich mir jetzt wieder geholt und würde den jetzt gern ein bisschen ändern. Und ja, schau mal, wo ich da lande, was ich nutze, was ich mache. Fertig! Hey! Also es sind jetzt einfach schon, da ist ein Oszillator am Laufen mit dem Carbon und unfassbar viel Modulation wirkte auf den Wavetable und so weiter. Unfassbar. Und auf den Filter Cutoff. Wie kommst du zu so einem Sound? Mit dem richtigen Weg. Das heißt, du weißt von vornherein. Es kommt halt drauf an. Also bei diesem Sound, muss ich ehrlich gestehen, war es halt wirklich nur Trial and Error. Da sieht man auch hier, den habe ich wieder ausgemacht, war zu viel. Den Modulation habe ich auch ausgemacht. Ja, der also Filter einfach spielt schrauben gar und nicht. hören, was passiert, bis dir was gefällt. Genau, aber es gibt dann halt manche Sounds, wo ich ganz genau weiß, okay, ich will jetzt einen dunklen Wop haben und da wüsste ich, glaube ich, ungefähr, wie ich da hinkomme. Können wir das zeigen einmal? Nee. Nein? Keine Lust? Wir können das versuchen, aber... Ja, mach doch mal vielleicht einfach einen Sound von Anfang. Komm. Was? Ja, einfach nur mal aus Spaß. Den müssen wir ja nicht benutzen. Okay, dann machen wir jetzt ein Massive auf. So. Jetzt kopieren wir das mal hier hin. Fertig. Ja, rockt. Also. Machen wir mal den typischen Wobble, ne? Ja, darf ich dich direkt was fragen? Frag mich direkt. Und zwar, achtest du direkt beim Bauen schon drauf, dass das ein Top-Bass ist und dass du sofort keinen Sub drin hast, oder fängst du mit Ja, also wenn ich Sub-Sound an? Midrange-Sounds benutze oder halt Wobbles, blub, dann ja, ich mache da nie Sub rein und versuche auch den immer direkt ohne Bass zu machen. Ne? Okay. So. Jetzt nehme ich ein LFO und ziehe den auf den Cut-Off. Und muss dann natürlich schauen, wie ich den LFO spielen lasse. Dann schaue ich auch hier, dass wir den Knack nicht drin haben beim Attack. Gehen auch hier 2 Oktaven runter. Gleichzeitig, weil ich quasi mehr Attack bei dem Wobble haben will, ziehe ich einfach nochmal einen zweiten drauf. Verdoppelt sozusagen. Die Intensität. Ja, Yes. Okay. Dann schaue ich natürlich durch, was ich hier an Sounds habe. Wie wir natürlich alle wahrscheinlich aus dem Dubstep-Bereich 1000-mal schon den Carbon benutzt haben, weil es einfach viel zu schön ist und viel zu einfach. Mehr Resonanz rein. Klingt super. Dann ziehe ich hier noch einen Sine Shape herein, um den ein bisschen anzuaggressiven. Ja, das ist ein Wavetable, der super viele verschiedene Sounds irgendwie in einem Ding drin hat. Ne? Da haben wir doch schon jetzt hier super Ding. Nehmen wir uns mal jetzt ein Beispiel. So, fertig haben wir den Sound eigentlich. So, das ist jetzt der Track. Alles klar. Ne? Ja, passt. Einfach kurzen Wop sozusagen machen und den dann MIDI-mäßig setzen, dann kommt man Genau. schon zu. Dann würde ich natürlich quasi jetzt, wenn brauchbaren wir Sachen. diesen Sound wirklich toll finden sollten, kopiere ich den. So. Und mache da natürlich eine Variation.
Verrückt! Bock doch schon, alles klar. Ja, läuft. Danke, Mann. Okay, gehen wir zurück zum Eigentlichen Sound, den du Sound. benutzen willst. Gut, brauchen wir hier natürlich den ganzen Quatsch nicht. Jetzt haben wir den Sound, ja. Und wie gesagt, daran muss ich jetzt rumschrauben. Bis ich super zufrieden bist. Okay, und das dauert bei dir normalerweise wahrscheinlich ein bisschen länger, ne? Das heißt, wir können das Video ausmachen und kommen dann zurück, wenn du sagst, okay, ich habe hier ein paar Variationen, die geil sind. Ja, dann sehen wir uns in 2016. Ja, gut! Das war der ungefähr den Sound, den ich vorher hatte, und jetzt bin ich hier. Und ja. So, jetzt versuche ich den mal hier schmackhaft zu machen. Ja. So. Ich will auch, dass der mit einem Geleit arbeitet. So. Nö. Ich glaube, ich will auch, dass der etwas verspätet reinspielt. Dann gibt es immer so einen schön abgehackten Flaser. Auch ob die überhaupt alle Restart, ja, großartig, großartig. Ja, ne? Und dann so, ich habe jetzt diesen Synthi. Ich werde mir davon eine Kopie machen, weil ich zu faul bin, Automation zu nutzen. Und dann werde ich diese Kopie nutzen. Welcher Shortcut geht nicht? Der Redo. Du bist auf Caps Lock passt und schon. Scroll. Wir sind wieder da. Wir sind da. Hey, wir sind wieder hier. Okay. Jetzt lege ich mal eine Automation, indem ich die Parameter browse, und dann, wenn ich draufklicke, zeigt er mir an, was ich automatisieren will. Und deshalb automatisiere ich hier den Cutoff vom zweiten Filter. Create Automation Clip. Und dann kann ich mir das einstellen, wie ich mag. Genau, ich will, dass der richtig schön leise anfängt. Ich glaube auch, ich will, dass der sich komplett wiederholt.
Na gut. Das ist auf jeden Fall der Sound. Habe ich jetzt aber gerade natürlich hier verändert mit dem Comp. Das müssen wir hier auch. Hatten wir das da schon? Hatten wir das da schon? Ja, das hatten wir. Wunderbar, wunderbar. Machen wir hier schon mal als Beispiel das Sample in. Ich will, dass die Dame ja dann da rumschreit. Well, none of this is gonna knock anybody out. I don't give a goddamn... Well, none of this is gonna knock anybody out. I want you to get in the goddamn game. I want something people can't turn away from. I want what you fucking promised me.